Ihr wisst bestimmt diese Kraftwerke. Bei diesen Kraftwerken wird elektrische Energie gewonnen. Aber habt ihr einmal gedacht, wie wir diese Energie im Alltag benutzen können? Wie wird diese Energie transportiert und wie kann man mit dieser großen Menge von Energie seine Batterien aufladen? Diese Fragen beantworte ich jetzt in diesem Video. Also, auf geht's! Zuerst würde ich euch über den Bau und die Funktionsweise der Transformatoren, kurz Trafos, informieren. Man benutzt die Trafos, um den Wert der Spannung oder Stroms zu verändern. Der Trafo besitzt zwei Spulen, Primär- und Sekundärspule. An der Primärspule wird eine Eingangswechselspannung U1 angelegt. Durch die Wechselspannung an der Primärspule entsteht ein wechselndes Magnetfeld. Der Grund dafür ist die Induktivität. Der magnetische Fluss durchdringt die Sekundärspule mit Hilfe des Eisenkerns. Dabei erfolgt durch das wechselnde Magnetfeld eine Induktion einer Wechselspannung in die Sekundärspule. An der Sekundärspule kann man somit der Ausgangsspannung U2 entnehmen. Das Transformatorgesetz lautet, dass U2 durch U1 gleich N2 durch N1 ist. Wir werden dieses Gesetz in den nächsten Minuten verwenden. Man muss nicht vergessen, dass der Transformator nur mit Wechselstrom betrieben wird, da bei dem Gleichstrom keine Spannung induziert werden kann. Bei den Kraftwerken wird elektrische Energie gewonnen. Diese elektrische Energie wird mit Hilfe der Hochspannungsleitungen in unsere Häusern gebracht. Aber wenn Sie gemerkt haben, setzt man in diesen Leitungen sehr große Spannung. Deswegen erkläre ich jetzt, warum man die elektrische Energie mit diesen großen Leitungen transportiert. Hier habe ich den Transport der elektrischen Energie gezeichnet. Links seht ihr das Kraftwerk, in der Mitte seht ihr die Hochspannungsleitung und rechts seht ihr das Haus. Wir nehmen an, dass der Generator bei dem Kraftwerk eine Spannung von 20 kV liefert. Die Leistung beträgt sich 50 Megawatt. I ist gleich P durch U, daher beträgt unsere Stromstärke 2500 Ampere. Wir berechnen die Verlustleistung PV, die durch den Widerstand R in der Leitung verursacht wird. PV ist gleich UV mal E. Mithilfe des Ohmschen Gesetzes kann man statt UV R mal E einsetzen. Wir nehmen an, dass der Widerstand 6 Ohm beträgt. Wenn wir unsere Werte einsetzen, erhalten wir 37,5 Megawatt als Verlust. Das heißt, die 75% der produzierten elektrischen Energie wird in Wärmeenergie umgewandelt. Das ist nicht sinnvoll. Um die Verlustleistung zu reduzieren, können wir entweder die Stromstärke oder Widerstand verändern. Um den Widerstand zu verändern, muss man verschiedene Arten von Leitungskabeln benutzen, aber das kann teuer kosten. Deswegen reduzieren wir die Stromstärke, indem wir die Spannung erhöhen. Mit Hilfe der Transformatoren verändert man die Spannung. Wenn wir die Spannung als 380 kW auswählen, dann erhalten wir als Verlustleistung 104 kW. Das heißt, wir haben nur den 0,2% der ursprünglichen Leistung verloren. Deswegen ist es sinnvoll, hohe Spannungen zu setzen. Es wird bei dem Transport von elektrischer Energie oft Wechselspannung benutzt, damit die Spannungen mit Hilfe der Trafos reduziert oder erhöht werden können. Wir haben mit Hilfe der Hochspannungsleitungen die elektrische Energie nach Hause transportiert. Wir haben jetzt ein letztes Problem. An der Steckdose gibt es hohe Wechselspannung, aber wir können unsere Geräte nur mit der Gleichspannung aufladen. Deswegen benutzt man Adapter, um den Spannungswert und die Spannungsart zu verändern. Ihr seht hier verschiedene Adapter. Auf diesem Adapter könnt ihr die Eigenschaften sehen. Dieser Adapter kann 230 Volt in 5 Volt umwandeln. Ich werde auch euch das Innen dieses Adapters zeigen. Wir haben hier einen Transformator, hier einen Kondensator und hier viele Dioden. Um euch besser zu erklären, habe ich den Stromkreis skizziert. Zuerst verkleinert man die Spannung mit Hilfe eines Transformators. An der Sekundärseite setzt man wenige Windungen im Vergleich zur Primärseite, damit die Spannung verkleinert wird. Der Graph von der Wechselspannung sieht so aus. Wir wollen Gleichspannung erhalten, deswegen setzen wir einen Brückengleichrichter. In diesem Ding gibt es 4 Dioden.
Eine Diode lässt den elektrischen Strom nur in einer Richtung hindurch. In der technischen Stromrichtung gehen wir von dem positiven Pol der Quelle aus. Der Weg durch die linke Diode ist versperrt, deswegen verläuft der technische Strom durch die rechte Diode. Unser Stromkreis ist daher geschlossen. Jetzt polen wir die Wechselspannung um. Der Weg durch die linke Diode ist versperrt, deswegen verläuft der technische Strom durch die rechte Diode. Nach diesem Brückengleichrichter erhält man eine pulsierende Gleichspannung. Strom hat immer dieselbe Richtung, aber verändert sich der Betrag der Spannung. Aber wir brauchen eine geglättete Spannung, das heißt eine Gleichspannung mit einem fast konstanten Wert. Deswegen schalten wir einen Kondensator parallel zu unserem Stromkreis. Während die Spannung groß ist, lädt sich der Kondensator auf, während die Spannung klein ist, gibt er Ladung an den Stromkreis. Endlich haben wir Gleichspannung erhalten. Jetzt können wir mit der elektrischen Energie, die aus dem Kraftwerk durch die Hochspannungsleitungen nach unserem Haus transportiert wird, unsere Batterie aufladen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr es einem Kommentar fragen. Bis gleich, tschüss.